waren natürlich daran interessiert, wie können wir die Informationen den KonsumentInnen in der Mensa zur Verfügung stellen, sodass die eine kluge Entscheidung treffen können bezüglich ihrer Essenswahl. Und darum haben wir verschiedene Informationspräsentationen gewählt und haben natürlich erstmal die CO2-Emissionen in Gramm, einfach die numerische Zahl, zur Verfügung gestellt, damit wir das dann gegen die anderen testen können. Und die anderen Präsentationsformate waren dann kontextualisiert. Also wir wollten gucken, ob es Menschen hilft, wenn sie etwas in einem Kontext sehen können, dass sie die Informationen dann schneller verarbeiten, aufgreifen können und daraufhin dann eine Entscheidung treffen können. Und da hatten wir jetzt uns für 2 Kontextualisierungen entschieden. Also da war so ein bisschen der Balanceakt zwischen, was wollen wir alles messen und was ist alles interessant, versus es muss aber auch simpel sein, wir können nicht alles in 10 Tagen messen, was wir so wollten. Und dann hatten wir uns entschieden für die monetäre Informationspräsentation, also in Umweltkosten, in Eurobeträgen haben wir dann diese CO2-Emissionen dargestellt. Also wie viel würde das kosten, wenn man jetzt dafür bezahlen müsste, dass man CO2-Emissionen verursacht. Das waren dann ja Centbeträge, aber das hat sich schon unterschieden zwischen vegetarischen zum Beispiel und intensiven Gerichten. Und die andere Kontextualisierung war in Prozent und das war bezogen auf das tägliche Essensbudget, was man so als Mensch zur Verfügung hat in Deutschland. 20% des täglichen Budgets, was man für CO2-Emissionen zur Verfügung hat, sind fürs Essen allokiert und darauf basierend haben wir dann für dieses Gericht das berechnet und da wollten wir den Menschen auch nochmal helfen, dass man das direkt relativ sieht, also als Prozent des Budgets, genau. Und um das Ganze dann noch ein bisschen verständlicher zu machen und hervorzuheben, haben wir noch eine Ampel-Color-Coding-Farbe benutzt, also Rot, Gelb, Grün. Und das ist halt heuristisch gesehen ganz einfach für Leute zu assoziieren, dass Grün ist gut, Rot ist schlecht, Gelb ist irgendwo in der Mitte. Und das haben wir halt auch noch mit auf diese Informationspräsentation gepackt. Also das war mit farblichem Hintergrund. Und um diesen Farbeffekt nochmal zu testen, das war jetzt für unser Testen wichtig, haben wir dann die Grammzahlen auch nochmal neutral dargestellt. Also das war dann auch noch eine Präsentation. Also eigentlich 4 Präsentationen insgesamt plus das Szenario, wo gar keine Informationen da sind. Das müssen wir dann auch noch raustesten. Parallel dazu haben wir dann noch eine Survey-Studie laufen lassen, weil wir die Möglichkeit haben wollten, ein paar Sachen noch zurückzulinken zu den Transaktionen, die wir von der Kasse bekommen. Und das muss natürlich anonym sein, aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber so konnten wir dann halt zum Beispiel so Sachen rausfinden wie, wonach wird das Essen normalerweise ausgesucht, wonach wird das Essen heute ausgesucht. Und was daran vielleicht am interessantesten war in unserem Rahmen ist, dass die Leute wirklich den ökologischen Fußabdruck als letztes angegeben hatten, als Aspekt, wonach sie ihr Essen aussuchen. Also natürlich ganz vorne war das Aussehen und der Geschmack. Länge der Wartezeit ist auch ein Aspekt und der ökologische Fußabdruck war ganz hinten leider. Und da ist dann das, wo wir unseren Effekt suchen wollen. Aber das ist natürlich auch sehr interessant, wenn man immer sagt, die KonsumentInnen haben das in der Hand, das zu steuern. Und ja, die müssen sich natürlich dann auch dafür interessieren.